Ich nenne dieses Video Politik und Wahrheit. Was mich zunehmend nervt bei den politischen Debatten, die man so per Bildschirm miterleben kann, das ist, wie wenig Mut viele Politiker haben, tatsächlich ihre eigene Meinung zu sagen. Das zu sagen, wovon sie überzeugt sind, das zu sagen, woran sie glauben. Sie ziehen ihr Konzept durch, ihre vorformulierte Rede, oder sie ziehen eine Denkweise durch, die sie davor bewahrt, dass sie bekennen müssen, einen anderen Glauben oder eine andere Sichtweise zu haben als zum Beispiel die Mehrheit der eigenen Partei. Und deshalb ist es oftmals so, dass die Mimik, der Gesichtsausdruck des Redners nicht zu dem passt, was er dort vorträgt. Sondern ich habe oft den Eindruck, bloß nicht auffallen, bloß nicht etwas anderes sagen, als die Masse der Politiker hören möchte. Und das nervt. Wir befinden uns in einer Phase der Erneuerung, das heißt, das Alte wird abgeschlossen, nachdem es durchleuchtet ist. Und dazu gehört auch der Mut, einzugestehen, wenn man sich geirrt hat, wenn man einen Fehler gemacht hat oder etwas Falsches gedacht oder geglaubt hat. Politiker sind auch nur normale Menschen mit einem normalen Alltag, sage ich mal. Und zu diesem normalen Alltag gehört auch Aufrichtigkeit und charakterliche Stärke und der Mut, sein Selbst zu leben, die eigene Denkweise, die eigenen Ideen zu formulieren und in die Welt zu tragen, sozusagen, und nicht zu kneifen, sich nicht zu verstecken. Man hat ja oft den Eindruck, auf eine klare Frage gibt es keine klare Antwort, sondern das Gesicht desjenigen, der gefragt wird, zeigt, dass der Redner ausweicht. Er möchte nicht ein klares Ja oder Nein sagen zu dem Fragenden, sondern er verdreht das Ganze in ein neues Konzept und antwortet mit einer nichtssagenden Phrase, so nenne ich das mal. Oder wo man merkt, ja, es ist keine Antwort auf die Frage und das Gesicht desjenigen, der gefragt wird, zeigt einfach ganz klar, er glaubt selber nicht, was er da sagt. Und oft wird sozusagen die Verantwortung oder die Schuld auf andere abgewälzt, wo man eigentlich sagen müsste, ja, ich habe mich getäuscht. Das ist ja kein Weltuntergang, sondern es gehört zu uns Menschen, dass wir uns täuschen und irren. Wir sind ja nicht vollkommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das vermisse ich zunehmend. Und ich wünsche mir Politiker, die den Mut haben, charakterfest zu sein und das zu formulieren und zu sagen, wovon sie selbst überzeugt sind und woran sie glauben. Auch wenn es im Detail gegen die Mehrheit der eigenen Partei geht. Denn sonst braucht man sich gar nicht zu Wort melden, weil man fühlt, dass derjenige nicht das sagt, woran er glaubt. Und das heißt, dadurch bekommt die Politik so einen Hauch von Unaufrichtigkeit oder in manchen Extremen auch ganz klare Lüge. Und das ist nicht etwas, was die Mehrheit der Bevölkerung anzieht oder motiviert,
sich dort hineinzuknien und sich mit der Thematik zu beschäftigen, sondern man hat einfach irgendwann keine Lust mehr, länger zuzuhören, weil es unerträglich ist. Es sind einzelne Schauspieler quasi, die das vortragen, was sie vorformuliert haben, und das ziehen sie gnadenlos durch. Fertig. Verantwortung dafür übernehmen sie nicht, dass es wirklich richtig ist. Oder wenn es nicht eintrifft, was sie sagen, eintritt, dass sie dann Verantwortung dafür übernehmen und sagen, ich habe mich getäuscht. Darum bitte ich, darum mehr Mut, charakterfest, das zu sagen, was man selber denkt und glaubt. Man merkt es auch jetzt sehr ganz stark in der aktuellen Diskussion, Corona-Diskussion. Wie oft werden klare Fragen weggewischt, verklausuliert, nicht beantwortet. Und zu Corona gehört auch ganz klare Statements vorzutragen, ganz klare Ergebnisse der Forschung, wenn man sich getäuscht hat in einer Beurteilung oder in einem Forschungsziel, dann muss man den Anstand haben, das auch einzugestehen und zu sagen, ja, es tut mir leid, ich habe etwas Falsches gedacht oder ich bin falsch vorgegangen. Aber nicht so zu handeln, dass alles einen Hauch von Unglaubwürdigkeit bekommt und diejenigen, die Anstand besitzen und tatsächlich das sagen, wovon sie überzeugt sind, gehen sozusagen unter in so einem Meer von Unglaubwürdigkeit. Manchmal eben auch, dass man den Eindruck hat, es ist eine glatte Lüge, die vorgetragen wird. Also mehr Power, mehr Aufrichtigkeit, mehr Wahrheit, mehr Mut zur Wahrheit, und zwar schnell. Dieses ist in gewissem Sinne eine Zeit, die man auch als Endzeit bezeichnen könnte, weil es das Ende einer bestimmten Denkweise bedeutet. Und wenn wir das Alte durchleuchtet haben und den Mut haben, das Richtige und das Falsche zu formulieren und aufzuzeigen, kann das Alte sozusagen vergessen werden. Und man hat den Mut, einen neuen Weg zu betreten oder einen neuen Anlauf zu starten, mit dem, was das Alte an richtigen Wegen aufgezeigt hat und mit dem, was das Alte an richtigen Ergebnissen produziert hat. Die Erfahrung dessen, was gewesen ist, auch als Basis nehmen, etwas Neues zu starten. Das wünsche ich mir dringend, und ich nenne dieses Video Politik und Wahrheit. Okay? Und jetzt sage ich ciao